Moin, willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zanke AG. Was habe ich heute für euch? Motorschutzplatte. Man könnte fast Unterfahrschutz dazu sagen, aber dafür ist sie nicht stabil genug. Aber Motorschutzplatte aus Metall. Habe ich hier schon drunter. Ich habe sie ja im vorletzten Video oder so habe ich sie gezeigt. Ich werde das verlinken, das ist nicht das Thema. Ich habe hier auch die ich abgenommen habe. Die ist schön leicht. Unter anderem wahrscheinlich auch ein Grund, warum man das aus Kunststoff gemacht hat. Aber für das, was ich damit vorhabe, eigentlich halt nicht optimal. Also soll schon ein bisschen stabiler sein. Ich werde euch trotzdem die Platte mal zeigen. Ich nehme sie ab und worauf man vielleicht achten sollte. Ja? Von daher, ich mache euch mal ein bisschen tiefer. So. Und stelle euch dann wieder ein bisschen höher. So. Und dann gehen wir vielleicht ein bisschen näher ran. So. So kann man es besser sehen. Nee, ich habe kein Doppelkinn, aber wenn man noch runter guckt, dann kommt das so. Diese Nuss hier, die ist voll mit Unterbodenschutz und das sieht man hier auch, das Schwarze. Deswegen habe ich jetzt hier die Handschuhe an. Die Handschuhe kommen übrigens auch in den Shop. In den Größen 10 und 9, meine ich, habe ich die da. Die sind sehr, sehr gut. Ja, halt ein Mitnahmeartikel, ne? Ich löse mal 3 Schrauben hier raus. Und zwar die vorderen 3. Diese hier. Diese. Und diese. So. Die 3 Schrauben packe ich mal separat beiseite. Denn, wie mache ich das? Ich ziehe mal kurz die Handschuhe aus. Und muss mal ganz kurz eine Taschenlampe holen. Die liegt hoffentlich hier hinten. Jo, da liegt sie. Denn ich muss euch mal vom Stativ runternehmen, damit ihr das besser sehen könnt. Hoffe ich zumindest, oder? Ich kriege das so hin. Das heißt, ich drehe euch. Dann wieder etwas höher. Das ist nicht einfach, weil das alles über Kopf ist und so. So, mache ich euch fest. Muss in die Richtung. So. Also. Dort. Auf der Ecke. Man sieht ja hier, das ganze Schwarze hier, was hier ist, das ist wie Pech und Schwefel zusammen. Also das ist echt ein ganz schön heftiges Zeug. Das ist normalerweise hier auch über den Schrauben und das alles drüber. Und ich habe diese 3 rausgenommen aus der unteren Look-Paket-Verkleidung oder eben halt hier unten. Und die muss ich jetzt wegbiegen. Und dann sieht man hier die nächste Verschraubung. So, jetzt wird es tricky. Wollen wir mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, denn da sollte man drauf achten. Das hier ist der Unterfahrschutz, also dieses Teil aus Metall. Und der ist hier, das Teil. Der sitzt über der Schraube. Ja, über der Schraube. Es gibt Spezialisten, die kriegen das hin, dass wenn sie den Unterfahrschutz ansetzen, das davor sitzt und in dem Unterfahrschutz ist das Gewinde drin. Das zeige ich euch gleich. Ja, und dann hängt da einfach nur die Schraube, hat aber keinen Nutzen, ist dann nicht fest. Und meistens kommt es dann dazu, dass es anfängt zu klappern am Unterboden. Okay, da hat man das mal gesehen. Gut. Wo habe ich den Akkuschrauber jetzt hingepackt? Da. Also werde ich jetzt hier, wo ihr es noch sehen könnt, mit dem Akkuschrauber lose schrauben. Ist ja kein Thema. So, ist gut fest. Von daher rattert das. Und das gleiche haben wir hier auf der anderen Seite auch noch. Moment mal, ich zoome euch mal wieder raus. So, nämlich dort, hier.
Dahinter ist noch eine Schraube. Und die sollten beide natürlich vernünftig sitzen. So. So, auch raus. Nicht, dass ihr hier einen Drehwurm kriegt. So. Und dann stellen wir das Ganze wieder ein bisschen so, dass man die gesamte Platte wieder ordentlich sieht. Ist halt nicht ganz so einfach, wenn man das alleine macht. So. Bei den beiden Schrauben, die wir hier vorne jetzt noch drin haben, diese hier, die löse ich jetzt mal nur an. Sind mit einem gewissen Drehmoment festgezogen, weil nach fest kommt ab. Warum? Erkläre ich euch auch gleich. Ich muss euch hier einmal vom Stativ wieder runternehmen, damit ihr das besser sehen könnt. So. Ich muss aufpassen, dass ich hier nirgendwo auf den Knopf raufkomme und mir die Aufnahme unterbreche oder sowas. Also, die Schraube, die ich jetzt hier oben angelöst habe, die sitzt, Moment, so ein bisschen schräg. Ja, sie sitzt nicht gerade, so ausgerichtet zum Unterboden, sondern schräg. So. Und da müsst ihr wirklich drauf aufpassen, denn wenn man diese Schraube hier jetzt gerade ansetzt, anstatt schräg, dann macht ihr euch das Gewinde kaputt. Und zwar das Gewinde im Fahrschemel, beziehungsweise Aggregateträger nennt man es auch. Und wenn die Gewinde im Morse sind, dann gute Nacht. So. Die nächste. Moment, die Kamera stelle ich gleich wieder ordentlich ein, damit ihr auch wieder alles seht. So ist besser. Bisschen weiter weg. Ich habe jetzt praktisch hier hinten die beiden Schrauben noch rausgenommen. Und jetzt habe ich hier vorne noch zwei Schrauben drin. Wobei, ja, ich glaube, ich drehe die beiden Schrauben noch mal wieder rein, damit ich euch was anderes zeigen kann und man darüber auch Bescheid weiß und mir nicht gleich alles abfällt hier. Wenn man die Schrauben jetzt ansetzt, ich zeige euch das mal, ich hoffe, man kann das sehen, die haben hier vorne ein Stück sozusagen, das ist Führungsstift. Das hat seinen Grund, weil, nochmal, macht ihr euch das Gewinde hier im Fahrschemel kaputt, dann war es das. Dann war es das wirklich. Dann muss man wieder aufbauen, größeres Gewinde nachschneiden. Irgendwann ist da kein Fleisch mehr und dann sitzt das auch nicht mehr. Ist oft genug passiert. Es ist auch oft genug passiert, dass diese Schrauben, ein unschönes Wort, aber festgerostet waren. Und deswegen immer nur per Hand ansetzen, denn wenn ihr sie per Hand ansetzt, dann wisst ihr auch Bescheid, dass das Gewinde sauber zieht. Ist manchmal etwas schwergängig, weil da sitzt auch gerne Loctite drin. Also praktisch so ein bisschen, ja, Schraubenwachs oder Schraubenlack. Der ist eben halt verhindert, dass sich diese Schrauben lösen. Was auch vorgekommen ist. Und wenn sie sich lösen, dann haben wir eine Rappelkiste. Nicht schön. Also wenn mal irgendwie was klappert vorne oder rappelt oder wie auch immer, ist es immer gut möglich, dass es die Schrauben vom Unterfahrschutz sind. Ja. Dann muss man die wieder festziehen. Okay, dann habt ihr es mal gesehen. So, und jetzt nehme ich sie wieder raus.
Ja, macht das alles für euch. Aber, und da muss ich mich auch für bedanken, die letzten beiden Videos sind grandios im Internet wieder abgegangen. Freut mich natürlich. Ich mag diesen Fame gar nicht, aber ich finde es trotzdem gut. So, den noch weg. Den noch weg. Und jetzt muss ich mir die Handschuhe wieder anziehen. Geht ja schnell. So. Und den hier auch noch. Eine Schraube. Noch eine Schraube. Und dann ist er ab. So. Und dann können wir mal drunter schauen, was ja auch nicht immer möglich ist. Haben wir den freien Blick auf die Drehmomentstütze. Und ich zeige euch das dann auch noch mal. Wieder aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo einen Knopf drücke. Das ist die Ölablassschraube. Für die Ölablassschraube haben wir im Unterfahrschutz dieses Loch. Dieses Loch hier, und das sollte auch die Form haben, wenn ihr praktisch tauscht. Das hier ist der Kunststoff Unterfahrschutz, der hier liegt. Da seht ihr auch, ist überall dieses Matschezeug drauf. Ne? Gerade die Schrauben mit konserviert, damit sie eben halt nicht mehr rosten. Also es ist nicht so, dass wenn Dacia nicht weiß, dass es da ein Problem gab oder gibt, dass da nichts gegen gemacht wird. Definitiv nein. Also die Öffnung für die Drehmomentstütze haben wir hier genauso. Ich habe hier noch einen etwas älteren. Da ist die Öffnung für die Drehmomentstütze so. Ich weiß nicht, ich glaube, das passt nicht. Also, diese Öffnung braucht ihr. So muss die aussehen. Und ist für diese Drehmomentstütze. Also wenn ihr jetzt praktisch, ja, mal im Vergleich das Auto höher legt, dann muss der Motor wieder runter. Und da muss die Öffnung für die Drehmomentstütze meistens etwas größer gemacht werden, weil sie mehr Platz braucht. So, dann haben wir hier die, bräuchte ich wieder die Lampe. Und zwar haben wir hier dann den Ölfilter und hier die Stange, die hier ist, das ist die vom Querstabilisator und da sitzt der Ölfilter drüber. Ist der Motor tiefer gelegt, müssen wir hier hinten die Drehmomentstütze lösen, damit wir den Motor leicht nach hinten wegwinkeln können. Das geht. Das ist alles im Bereich der Toleranz. Und dann kann man auch hier den Ölfilter wieder rausnehmen. Dann hat man es mal gesehen. Okay, das waren jetzt also mal ja, die Tipps von meiner Seite. Dann bringe ich euch hier mal wieder aufs Stativ rauf. Stellt euch ein bisschen höher wieder. So, dann hat man das mal gesehen. Ich werde jetzt gleich nach hinten zum Wagen gehen, weil ich wollte euch noch zeigen, wie sich das verhält mit Auspuff, Auspuffblende, Auspuffblende wechseln, dass man das auch mal gesehen hat. Das wird also das nächste Video. Ja, die Unterfahrschutzplatte in Metall, die kommt jetzt in den Shop rein. Link dazu findet ihr oben in der Beschreibung, ist dem Shop dementsprechend zugefügt. Ja, sage ich ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Klicken, für ja, das Abonnieren, so wie sich das gehört. Ne? In diesem Sinne hoffe ich wie immer, dass ich weiterhelfen konnte und sage auch wie immer, bis denn dann.